Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Wenn ihr noch mit der Laptop-Tasche auf die Arbeit oder mit dem Trolley ins Flugzeug geht, dann haben wir für euch heute die perfekte Alternative. Wir haben heute für euch von Mystery Ranch die Three-Way Taschenserie mitgebracht. Einmal den Three-Way 18 und den Three-Way 27. Three-Way, weil er sich auf verschiedene Arten und Weisen nutzen und tragen lässt. Und natürlich auch mit dem, so eine kleine Anspielung an das Trizip-System. Das sieht man hier vorne auch schon schön vom Design her, was ja für Mystery Ranch bekannt ist. Ich habe es eben am Anfang schon gesagt, die Idee dahinter ist natürlich eine Tasche zu haben, die für die täglichen Gebrauchsgegenstände oder auch vielleicht für euer Handgepäck im Flugzeug groß genug ist, um die wichtigsten Sachen unterzubringen, aber im Vergleich zu einem Trolley oder auch zu einem Laptop-Tasche oder Umhängetasche die Möglichkeit bieten, das Ganze nicht nur als Tasche zu tragen, sondern auch in der Rucksackkonfiguration. Das gucken wir uns gleich an, wenn wir hier auf die Tragelösungen zu sprechen kommen. Zuerst geht es natürlich wie immer bei uns mit den Spezifikationen los. Wir haben hier einmal den Three-Way 18, mit dem fangen wir an, das ist der kleinere. Der ist 42 cm in der Länge, 28 cm in der Breite und hat 15 cm Tiefe. Ein Volumen von 18 Litern und wiegt leer 1,2 Kilo. Hergestellt aus 500D Cordura, gibt es einmal in Coyote, wie da hinten zu sehen, oder hier in Rot. Ist eher so ein Mattrot, aber einfach so, dass ihr mal die Farbe gesehen habt. Hier nebendran steht der Three-Way 27. Der ist etwas größer, hat 44 cm in der Breite, 30 cm in der Höhe und eine Tiefe von 22 cm. Bietet euch ein Volumen von 27 Litern, also tatsächlich auch schon für einen Daypack von der Größe her ausreichend. Hat ein Leergewicht von 1,4 Kilo, ebenfalls 500D Cordura. Gibt es in Schwarz, in Grau, in Coyote und in Rot. Bei allen Reißverschlüssen beider Taschen wird YKK verwendet, also von den Materialien her habt ihr hier definitiv wie immer Mystery Ranch Qualität zu erwarten. Und dann können wir uns auch schon den Features widmen. Die sind bei beiden gleich. Das heißt, ich werde euch nur den großen vorstellen und dann auf die Spezialität vom kleinen eingehen. Das heißt, der geht erstmal ein Stück zur Seite. Tragen kann man den Three-Way einmal mit den zwei Haltegriffen hier im oberen Bereich. Ganz normal, wenn ich ihn irgendwo von A nach B hebe. So gehört sich das. Henkelgriffe sind auf jeden Fall mit dabei. Dann habt ihr hier einen ganz einfachen Umhängeriemen. Da hat sich Mystery Ranch wahrscheinlich gedacht, wir geben euch die Option mit, aber wir bevorzugen diese Option nicht, denn ihr seht, das ist ja einfach nur 40 mm Gurtband, ohne Polsterung, ohne alles. Aber da hättet ihr die Möglichkeit, das Ganze zu nutzen, einzustellen und umzuhängen. Und ihr könnt das Ganze auch schnell abnehmen. Dazu habt ihr hier die entsprechenden Clipse. Ich mache den auf der einen Seite mal los, dass ihr den mal sehen könnt, wie die aussehen. Das heißt, ihr habt hier einen G-Hook-ähnlichen Verschluss mit einem Sicherungshaken, der eingehakt wird, damit dann der Verschluss auch nicht versehentlich aufgehen kann und sich lösen kann von der Tasche. Und hier ist auch ein Drehgelenk mit drin, das heißt, auch der Gurt kann sich eigentlich nicht verdrehen oder wenn er sich verdreht, ist er schnell wieder in die richtige Richtung gedreht. Dann lösen wir es auch gleich auf der anderen Seite, dann haben wir das Ding nämlich direkt beiseite. Griffe findet ihr auch hier an den Kopfenden, das heißt, egal ob ihr die Tasche so oder hier an den beiden Henkeln nehmt, ihr habt immer irgendwo hier einen Griff, um das Ganze packen zu können. Hier auf der Rückseite seht ihr schon zwei weitere Features, nämlich zum einen, das wäre jetzt die Geschichte für Reisen. Da habt ihr hier den Durchlass für den Griff von eurem Koffer. Das heißt, ihr könnt hier von eurem Rollkoffer den Ziehgriff einmal durchführen, wie man das auch von anderen Reisetaschen oder Trolleys kennt, für Carry-on-Gepäck, um dann das Ganze hier damit zu führen. Das wird oben drauf gesteckt und dann ist es sicher verstaut. Und hier unten drunter findet ihr die Rucksackriemen. Und die kann man auch verstauen. Das ist dann tatsächlich eine coole Sache, um gerade im Flugzeug als Handgepäcklösung das Ganze verhedderfrei, verhakfrei an Fremdgepäck unterzubringen. Könnt ihr das alles hier kurz einmal trennen und schön hier im hinteren Bereich verstauen. Und dann bei Bedarf einfach wieder herausholen und befestigen.
Hier hätten wir uns jetzt noch als Lösung gewünscht, um das vielleicht als Four-Way zu machen. Die Schultergurte sind anatomisch geformt. Ja, bedeutet, sie sind optimiert für den Gebrauch mit beiden Trägern, aber als Slingpack wäre das zum Beispiel auch denkbar gewesen, unserer Meinung nach. Wenn man hier gerade Schulterträger genommen hätte, da hätte man nämlich auch einfach hier in den Gurt gehen können. Kann man auch so machen natürlich, aber ist eher suboptimal, würden wir jetzt nicht empfehlen. Aber das wäre nochmal ein Verbesserungsvorschlag von unserer Seite, um noch mehr Tragemöglichkeiten zu gewährleisten. Ja, das wäre dann die Möglichkeit, das Ganze mit dem Rucksack als Rucksack zu nutzen. Die Träger haben eine ordentliche Dicke mit 1,5 cm ungefähr und sind hier mit einem offenporigen Mesh. Ist in dem Fall, weil es kein Autorucksack ist, auch völlig in Ordnung. Und die Rückseite ist dann entsprechend nicht weiter und gepolstert, weil es auch nicht für den Outdoor-Bereich für langes Tragen gedacht ist. Dann können wir uns ja auch schon mal die Taschenkonfiguration angucken. Es geht los mit der Fronttasche. Die ist hier ausgestattet mit 2 Zippern, YKK wie schon gesagt, und hier nochmal mit einem Magnetverschluss. Ihr seht, innen ist der Rucksack teilweise orange ausgeschlagen. Das ist natürlich ganz schön, um den Inhalt zu kennzeichnen. Lustigerweise hier nur in der Flap und nicht da, wo ich eigentlich gerne den Inhalt gekennzeichnet hätte. Also immer an den falschen Stellen quasi. Hier auch wieder an der Außenseite. Im Innenfach sieht es dann schon anders aus, aber hier der eigentliche Inhalt ist auf schwarzem Hintergrund. Ja, weiß man nicht, warum man das so gemacht hat, aber wahrscheinlich war einfach der Stoff von der Farbe über und dann hat man den hier einfach verbaut. Na, anyway. Ja, also hier habt ihr durch den Verschluss mit den 2 Reißverschlüssen schon mal eine Führung in der Tasche, die es verhindert, dass der Inhalt leicht herausfällt. Ja, es ist dann schon eine leichte Erhöhung da und die Tasche geht dann nur bis zur Hälfte auf. Im weitergehenden Verlauf habt ihr dann hier im unteren Bereich nochmal 3 Einschübe. Die sind auch alle 3 gleich groß. Und die eignen sich dann, um nochmal Taschen zu organisieren. Also hier im einen Bereich habe ich jetzt zum Beispiel mal Werkzeuge untergebracht mit einem Clip. In der Mitte sitzt dann hier die Flasche drin, könnt ihr hier auch gut sehen. Und dann ist nochmal eine hier unter dieser Mesh-Tasche. Die ist dann am besten versteckt. Das heißt, da könntet ihr zum Beispiel Wertsachen gut unterbringen, weil die nicht gleich direkt rausfallen, euren Reisepass oder so Geschichten. Die werden dann in einem offenen Einschub hier unten drunter und werden dann da nochmal sicher. Um es noch sicherer zu haben, hättet ihr hier oben aufgesetzt eine fest vernähte Mesh-Tasche mit Reißverschluss. Und die eignet sich natürlich noch besser, dann, wie ich schon gesagt habe, für Wertgegenstände, damit die nicht herausfallen können. Das war das Frontorganisationsfach. Was uns hier fehlt, und das fehlt uns auch dann im weiteren Verlauf in allen anderen folgenden Innentaschen, ist, weil es ist ja eine EDC-Tasche und offensichtlich auch für den Bürogebrauch vorgesehen, eine Stifthalterung. Also es gibt keine Einschübe in Stiftform. Das heißt, wenn ihr irgendwie eure Stifte organisieren wollt, müsst ihr sowas wie ein Mäppchen, Schlampermäppchen oder was auch immer mitführen, um eure Stifte zu organisieren. Oder halt einen Kugelschreiber mit Clip. Den könntet ihr natürlich dann auch in die weiten Einschübe einstecken. Aber es gibt jetzt keine dedizierten Stifthalter. Das finden wir tatsächlich ein bisschen schade. Dann schauen wir uns einmal hier das Hauptfach an. Hier hat man übrigens sich entschieden, wie bei den Mystery Range Rucksäcken auch mit einem Aquaguard Reißverschluss zu arbeiten. Das sieht man hier schön. Gibt dem Ganzen nochmal ein bisschen einen edleren Look und natürlich auch etwas mehr Wasserdichtigkeit. Hier haben wir jetzt die Flappenseite, also das war die Vorderseite und das ist quasi die Innenseite der Vorderseite. Und hier habt ihr einmal eine große Mesh-Tasche, die auch dreidimensional tief ist mit bestimmt 5 bis 6 cm. Da passt auch noch mal locker eine Trinkflasche rein. Euer Kosmetik, Reise, Kulturbeutel, whatever. Und da ist es zum Beispiel so, das ist wieder schön gelöst. Hier habt ihr orange auf der Innenseite, um den Inhalt leichter zu sehen. Diese Tasche ist im oberen Bereich mit 2 Clipsen befestigt und kann dann auch hier ausgehängt werden, um an die Gegenstände dahinter zu kommen. Und da hat man dann, wie man das auch vom Koffer kennt, elastisches Band, was dann zum Beispiel ein paar Notbekleidungsstücke, ein Handtuch oder was auch immer ihr im Handgepäck unterbringen wollt, fixieren kann. Finden wir generell eine gute Sache. Was uns hier aber nicht gefällt, ist, dass dieses elastische Gurtband nicht in der Länge verstellbar ist. Das heißt,
es muss eigentlich schon relativ voluminös sein, damit es hier hält. Ihr seht, ich habe jetzt mal nur ein Shirt reingepackt und das labbert hier schon ganz schön rum, nur mit diesen 4 Straps. Ja, wenn hier die Tasche davor kommt und die noch fixiert wird, dann hält das sehr gut. Also die Länge der Tasche hält den Inhalt relativ gut. Von daher hätte es entweder unserer Meinung nach hier mit strafferen Bändern geholfen oder sie ganz wegzulassen. Aber ihr habt es auf jeden Fall mal gehört. Das ist dann unsere Meinung zu diesen Straps, die hier drin sind. Im Zweifelsfall, wenn ihr einen guten Schneider habt, lasst ihr euch da einmal einen Schnitt setzen, macht eine Verstellmöglichkeit rein und dann seid ihr auch good to go. Das war die Frontseite vom Hauptfach. Und hier haben wir die Rückenseite. Dann habt ihr hier ein dediziertes Fach, was auch wirklich dafür vorgesehen ist für Kopfhörer. Denn ihr habt hier auf der Innenseite bei diesem elastischen Einschub dann einen Velourflausch, dass das Ganze noch ein bisschen einen Schutz bietet. Also alle sensiblen Gegenstände, eine Lesebrille oder so könnte man da auch reinpacken. Aber Mystery Ranch schreibt da, dass das hier als Schutz nochmal für die Kopfhörer gedacht ist. Wenn ihr da keine extra Tasche habt, könnt ihr die da reinschieben. Und die ist auch wirklich groß genug, um andere Gegenstände problemlos unterzubringen. Der Velourklett ist übrigens nicht, Velourklett, ich sag schon verraten, was ich sagen wollte. Das Velourflausch hier ist nicht klettfähig. Wir haben das ausprobiert, also normale Klettmodule zum Organisieren, zum Beispiel für einen Stiftehalter, würden hier nicht halten, dass ihr das mal gehört habt. Daneben liegt nochmal ein Zipperfach von der Größe her für DIN A5 geeignet. Größer wird nicht. Da könnt ihr auch nochmal euer Smartphone, Powerbank, Stifte, Schreibzeug, Kabellage, alles, was ihr euch vorstellen könnt, wäre dann hier in dieser dedizierten Tasche gut aufgehoben im Hauptfach. Ihr habt jetzt noch ein weiteres Fach, das ist dahinter liegend. Und das ist das Laptop-Fach. Wir haben hier unseren 17 Zoll Laptop reingeknörzt. Ihr seht schon an den Ecken, ich mache es nochmal drüber, dass man das gut sehen kann. Also er passt rein, er ist auch gut untergebracht, aber hier die Ecken wären jetzt schon, da ist kein Padding. Ja, das bedeutet, würde die Tasche jetzt an dieser Ecke einen Stoß bekommen und hätte ich ein empfindliches Laptop, wäre das suboptimal. Das solltet ihr auf jeden Fall beachten. Aber das ist jetzt schon wirklich ein 4 Jahre alter HP-Laptop, ein großer. Der passt da rein. Modernere 17 Zoll Laptops sind vielleicht noch mal einen Ticken schlanker und haben dann diese Problematik an den Ecken nicht. Das müsst ihr einfach noch mal dann im Detail ausmessen. Ich gebe euch einmal die korrekten Innenmaße, wenn ich mein Maßband hier schnell zur Hand habe. Da ist es. Das wären dann exakt 44 cm in der Breite und in der Tiefe habt ihr 24 cm. Ja, das wäre so die perfekte Größe, um da einen Laptop sicher unterzubringen. Hier habt ihr aber auch noch weitere Einschübe, nämlich 2 Stück, ein breites und ein schmales. Das breite ist hier auch so ein bisschen DIN A5 Format, da passt zum Beispiel sehr gut ein Mauspad rein, wenn ihr sowas mitführen wollt. Und daneben der schmälere Einschub ist dann ideal für die dazugehörige Maus, das heißt, oder auch das Ladekabel. Das heißt, ihr habt alles, was zum Laptop gehört, dediziert hier im hinteren Bereich. Und da hätte man unserer Meinung nach auch einen abschließbaren Zipper noch unterbringen können, hat man hier in dem Fall aber auch nicht getan. So, das war die 3-Way 27 Tasche. Und dann gucken wir uns noch einmal die Unterschiede an zum 3-Way 18. Aufbau exakt identisch. Ja, hier sieht man es ein bisschen besser wegen der Farbe. Das heißt wieder Frontbereich, Hauptfach, hinteres Laptopfach. Erste Besonderheit natürlich, ganz klar. Ihr habt hier ein kleineres Taschenformat. Bedeutet, dass hier auch nur kleinere Laptops passen. In dem Fall ein 15 Zoll Notebook und da ist auch ideal Platz daneben. Kann man hier noch mal ein bisschen zeigen. Ich biege das ja immer nach außen. So, also da seht ihr, da ist rechts und links jeweils noch mal ein guter Zentimeter bis 2 Zentimeter Platz und auch nach oben ist noch ein Zentimeter Platz. Also das ist genau so, wie man sich das wünscht, dass das Laptop gut geschützt ist von allen Seiten und da kann dann auch nichts passieren. Und man hat trotzdem hier noch den Platz. Wer hat denn da sein Handy nicht auf lautlos gestellt?
Sehr gut, das können wir nämlich gleich brauchen. Das kommt nämlich hier dann in den vorderen Bereich. So, und hier zeige ich euch jetzt mal die Besonderheit. Zum einen könnte man vermuten, weil hier oben ein Reißverschluss ist, dass es auch eine umlaufende Tasche ist, die komplett aufklappt, wie hier bei dem Rucksack, ist aber nicht der Fall. Denn hier ist das Hauptfach nur im oberen Drittel zu öffnen. Habe dann aber im Innenbereich dieselbe Aufteilung. Also auch wieder hier die ausgekleidete Kopfhörertasche, wo jetzt das Smartphone drin ist, und nebendran der Bereich mit der Mesh-Tasche. Wie gesagt, die Tasche lässt sich nicht komplett aufmachen, aber hier vorne ist ein Reißverschluss und der ist dafür da, dass ihr das Volumen der Tasche um bis zu 5 cm erweitern könnt. Das heißt, ihr geht hier einmal her und zippt das Ganze auf. Und damit ist die Tasche dann nochmal ein bisschen größer, wenn ihr zum Beispiel hier Bekleidung mit unterbringen wollt. Weil das ist auch der Unterschied zur großen. Diesen Frontbereich mit der Mesh-Tasche und dem dahinterliegenden Bekleidungsraum gibt es hier nicht. Also das ist wirklich eher was für rein Büro, wo ich keine Klamotten mitnehmen will. Aber ich habe hier trotzdem die Möglichkeit, dann Klamotten mitzunehmen, wenn ich hier das Volumen nochmal ausfahre, um die Tasche dann größer zu bekommen. Und dann ist sie tatsächlich von der Tiefe her fast identisch mit der 3-Way 27. Das ist ein ganz cooles Feature und das macht es natürlich auch ein bisschen attraktiver vielleicht für alle, die sagen, ich brauche jetzt nicht unbedingt diese Frontorganisation mit den elastischen Bändern für die Bekleidung, aber habe die Option eben ein bisschen Volumen dazu zu gewinnen. Wir kommen zum Fazit. Mystery Ranch hat hier mit den 3-Way-Taschen eine schöne Lösung geboten, um euch im Büroalltag oder auch bei Flügen das Leben ein bisschen leichter zu machen. Wir haben noch ein paar Kinderkrankheiten zu bemängeln gehabt, hatten wir ja schon gesagt. Zum einen die etwas weiten Bänder vorne, kein Stiftfach, so Kleinigkeiten halt, die man noch verbessern könnte, um das Ganze wirklich zu einem Top-Produkt zu machen. Aber auch so hat man hier schon, denke ich, ein sehr, sehr gutes Produkt, was dann auch funktional ist und gerade auch die Möglichkeit, das Ganze als Tasche oder als Rucksack zu tragen, finden wir immer klasse. Man kennt das ja, man eilt zum Flugzeug, hat sein Handgepäck irgendwie über der Schulter hängen oder sonst irgendwie. Wenn der große Koffer abgegeben ist, kann man das nicht mehr nutzen hier mit dem Durchschub. Und dann ist da ein Rucksack einfach die bessere Wahl. Und da hat man das Beste aus beiden Welten mit diesen Taschen hier. Design von Mystery Ranch. Finden wir cool. Ihr bekommt die 3-Way-Taschen und auch viele andere Produkte von Mystery Ranch, die wir euch bereits schon vorgestellt haben, bei Recon Company. Der Link ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Stimmt ihr uns zu mit den Kritikpunkten oder sagt ihr völlig irrelevant, was ihr da sagt? Ich finde es genau richtig und cool, wie das so ist. Und sollen wir mehr von den zivilen Produkten von Mystery Ranch zeigen oder wollt ihr lieber mal die Militärserie sehen? Schreibt uns das alles gerne mal in die Kommentare und vergesst auch nicht, bei uns im Blog mal vorbeizuschauen. Da findet ihr immer aktuelle Informationen zu News und nochmal Informationen zu den Reviews, die wir hier machen oder Vorstellungen und natürlich auch, wann die nächsten Podcasts sind, wann die nächsten Live-Sessions sind auf Instagram und YouTube und vieles mehr. Ansonsten wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann, macht's gut. Bye bye.